Mit folgendem Beitrag auf meinem YouTube-Kanal Foto-Film-Design geht es um folgendes Thema. In diesem Beitrag geht es um den Ablauf der Scanner von Nikon, nachdem sie mit Strom versorgt werden. Was passiert nach dem Einschalten, bis die Geräte zum Arbeiten betriebsbereit sind? Jeder, der mit den Scannern von Nikon arbeitet, kennt die Wartezeiten nach dem Einschalten. Vor allem beim Mittelformatscanner ist diese Zeit besonders lang. Um ein besseres Verständnis für diese Geräte zu bekommen, möchte ich euch mit einfachen Worten erklären, was da genau passiert. Als erstes führt die Technik einen Abgleich von der Lichtquelle und dem CCD-Chip durch. Dieser Abgleich ist ein wichtiger Bestandteil bei allen hochmodernen Foto- und Filmscannern. Ich selber kenne diesen Vorgang auch aus meiner Zeit in der Filmproduktion und Restauration. Dort jedoch wird der Vorgang manuell gestartet. Anders als bei älteren Filmattastern oder einzelnen Filmscannern hat der Nikon Fotoscanner schon sehr früh eine LED-Lichtquelle erhalten. Hier in der Aufnahme können wir uns die Lichteinheit vom 5000er anschauen. Normalerweise sitzt diese Einheit hier im Scanner und kann nicht so gut betrachtet werden. Daher habe ich diese Einheit ausgebaut. Im Vergleich dazu sieht die Lichteinheit vom 9000er so aus. Das Besondere an LED-Licht ist, dass damit die drei Grundfarben Rot, Grün, Blau separat erzeugt werden können und auch noch zusätzlich der Infrarotkanal, der für die Schmutz- und Filmbeschädigung zuständig ist. Mit diesen einzelnen Lichtquellen ist der CCD-Chip im vollen Umfang von der Auflösung und von der Qualität in den Geräten nutzbar. Dadurch gibt es keine Probleme und Qualitätseinbußen, die über den Bayer-Filter entstehen, der normalerweise bei Zeilen CCD-Chips wie hier zum Einsatz kommt. Da in der Technik nichts 100% perfekt ist und es immer leichte Abweichungen gibt, werden Abgleiche durchgeführt. So kommt hier zum einen FPN, Fixed Pattern Noise, und zum anderen PRNU, Photoresponse Non-Uniform, zum Einsatz. Damit wird zum einen ein Abgleich der Lichteinheit und der CCD-Einheit mit Dunkelheit und mit Licht gemacht. Somit wird ein Profil von fehlerhaftem Licht und Rauschen der Technik erstellt. Dieses Profil wird später beim Arbeiten mit den Geräten angewandt, um gleichbleibende Qualität der Bilder zu erhalten und zu garantieren. Wie das Ganze nun aussieht und abläuft, zeige ich euch anhand des Coolscan 9000er. Hier habe ich mit einem technischen Trick diesen Abgleich sichtbar gemacht. In ähnlicher Weise läuft dies auch beim 5000er ab. Nur dort ist die Technik so verbaut, dass der Ablauf des Abgleichs nicht so sichtbar gemacht werden kann.
Bei normalem Licht und bei offenem Gerät führt der Scanner diesen Abgleich nicht durch, da Streulicht der Umgebung diesen Vorgang stört. Hier seht ihr nun, wie in der Dunkelheit der Abgleich abläuft. Dies ist jedoch ein technischer Abgleich der Geräte für sich stehend. In ähnlicher Weise läuft dies auch beim 5000er ab. Hier seht ihr nun, wie in der Dunkelheit der Abgleich abläuft. Sollten jedoch mehrere gleiche Scanner für ein und denselben Auftrag verwendet werden, ist zu beachten, dass diese sich leicht farblich unterscheiden werden. Um diesen Unterschied von gleichen Geräten zu verhindern, gibt es die IT8-Kalibrierung. Diese werde ich in einem separaten Beitrag behandeln. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag geschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilm-Design-Kanal.